Willkommen im Lager. Das reicht! Lasst ihn in Ruhe! Macht, dass ihr wegkommt! Steh auf. Ich bin Diego. Ich bin... Mich interessiert nicht, wer du bist. Du bist neu hier. Ich kümmere mich um die Neuen. Lassen wir es vorerst dabei. Wenn du vorhast, länger zu leben, solltest du dich ein bisschen mit mir unterhalten. Ich werde dich allerdings nicht daran hindern, in dein Verderben zu rennen. Also, wie sieht's aus? Und damit ein wunderschönes Hallo. Schönen guten Tag, schönen guten Abend, wie auch immer. Willkommen bei mir, dem Feljack. Ja, das ist mein neues Genre, mein neues Format hier auf diesem Kanal. Wer dies nicht sehen möchte, kann gerne auf das nächste Kapitel klicken. Ich habe mehrere Kapitel eingefügt im Video. Für alle anderen, ja, erstmal, ich komme aus dem Science-Fiction-Bereich. Ich habe über 7 Jahre Imperial Galactic Survival gemacht und ich strebe jetzt einen Genrewechsel an. Und zwar werden das Rollenspiele sein und ein paar Indie-Perlen und Nostalgie, so ein bisschen auf Nostalgie gehen und so weiter. Bei mir wird es auf jeden Fall viel Tacheles geben. Ich werde sagen, was mich stört, was mich nicht stört und so weiter, wie es früher war, wie es heute ist und so weiter und so fort. Wer da also Bock drauf hat, würde ich mich freuen, wenn ihr diesen Kanal abonniert. Ja, und Gothic wird das erste Spiel sein hier auf meinem Kanal. Wenn ihr euch umguckt, ihr werdet auf jeden Fall schon ein paar Videos sehen. Irgendwie was bei über 1240 Videos oder so. Und ja, wir fangen mit Gothic an und gucken, was danach noch so passiert alles. Ich habe noch so einige Spiele so im Anschlag, sage ich mal. Und ja, wir gehen jetzt hier rein und gehen erstmal die Dialoge durch. Ich spiele Gothic 1 übrigens in der Unreal Beta Mod. Also das ist aufgehübscht, es ist alles in 4K. Und ich lasse noch so einen kleinen Balken, sage ich mal, oben und unten, um so die Immersion ein bisschen hochzuhalten. Genießt mit mir die Story hier bei Gothic 1. Das war für das Top-Spiel überhaupt für mich. Und ich habe das auf jeden Fall richtig gefeiert damals. Das ist so das Spiel das ist die Art von Rollenspiel, die ich gerne spiele, die ich gerne mag. Und ich wünschte mir, dass es heutzutage mehr solcher Spiele geben würde. Gibt es leider nicht oder nicht sehr viele. Ja, okay, dann lasst uns mal einfach reingucken und genießt die Story und ja, wir sehen uns dann. Okay. Was muss ich über diesen Ort wissen? Wir nennen es die Kolonie. Du wirst sicher schon gehört haben, dass wir hier Erz für den König fördern. Nun, zumindest wir vom alten Lager. Es gibt 3 Lager innerhalb der Barriere. Das alte Lager ist das größte von ihnen. Es war auch das erste. Wie komme ich zum alten Lager? Du musst nur dem Weg hier folgen. Das alte Lager ist der nächste halbwegs sichere Ort von hier aus gesehen. Es treiben sich jede Menge wilder Bestien zwischen den Lagern herum. Es ist Wahnsinn, ohne Waffe zu gehen. Wo kriege ich eine Waffe her? Wenn du an der verlassenen Mine vorbeikommst, sieh dich mal ein bisschen um. Du findest bestimmt was Brauchbares. Die Mine ist leicht zu finden. Nur ein paar Meter die Schlucht entlang. Warum hast du mir geholfen? Weil du Hilfe gebraucht hast. Bullet und seine Jungs hätten dich vielleicht kalt gemacht. Und das konnte ich nicht mit ansehen. Schließlich bin ich den ganzen weiten Weg gekommen, um dir einen Vorschlag zu machen. Einen Vorschlag? Ja. Deine Begegnung mit Bullet und seinen Jungs hat dir hoffentlich gezeigt, dass du Schutz brauchst. Jeder, der hier ankommt, wird vor eine Wahl gestellt. Es gibt 3 Lager in der Kolonie. Und einem davon wirst du dich anschließen müssen. Ich bin hier, um Neuen wie dir klarzumachen, dass sie bei uns im alten Lager am besten aufgehoben sind. Wo ist dieser Bullet jetzt? Er und die anderen bringen die Waren aus der Außenwelt ins alte Lager. Dort kannst du ihn finden. Aber wenn du vorhast, dich mit ihm anzulegen, sei vorsichtig. Er ist ein erfahrener Kämpfer. Ich habe einen Brief für den obersten Feuermagier. So. Ein Magier hat ihn mir gegeben, kurz bevor sie mich reingeworfen haben. Du kannst von Glück sagen, dass ich mich bei den Magiern nicht mehr blicken lassen kann. Jeder andere wird dir mit Freude für diesen Brief die Kehle durchschneiden. Die Magier belohnen ihre Boten immer sehr gut. Und die meisten hier haben gar nichts, verstehst du? Wenn ich du wäre, würde ich die Schnauze halten, bis ich einen der Magier treffe. Obwohl das in deiner Lage nicht allzu wahrscheinlich ist. Wieso nicht?
Die Magier sind in der Burg im alten Lager. Nur Gomez-Leuten ist es erlaubt, die Burg zu betreten. Wer ist Gomez? Gomez ist der oberste Erzbaron, der Boss des alten Lagers, der mächtigste Mann in der Kolonie. Mal angenommen, ich wollte mich seinen Leuten anschließen. Was müsste ich tun? Am Eingang zur Burg findest du einen Mann, der Taurus heißt. Sag ihm, Diego schickt dich. Danke für die Hilfe. Wir sehen uns im alten Lager. So, und damit nochmal ein herzliches Willkommen. Kapitel 1. Ja, wer es nicht gespielt hat, ihr habt was verpasst. Ganz klar. Die Unreal-Mod spielt sich, für alle, die es nicht wissen, spielt sich genauso von der Steuerung wie Gothic 2. Also es invertiert sozusagen die Steuerung von Gothic 2. Als Hinweis. Na, hier ist die Barriere. Wer da zu weit reingeht, ist tot. Also man darf die Barriere nicht berühren. Man sieht es jetzt noch gerade nicht. Manchmal sieht man es am Himmel. Ja, die Steuerung ist auf jeden Fall super einfach. WASD, Shift mit Gehen und Rennen. STG mit Ducken, wenn man es geskillt hat. Und so weiter und so weiter. Ne, der Rest ist Maussteuerung. Ganz simpel gehalten. Ja, und ich will hier mit euch reinstarten. Das Format wird es... Ja... Also das Format wird es ungefähr so, ja, ich würde sagen montags und freitags, immer um 18 Uhr. Am Mittwoch kommt auch noch was. Das ist aber ein anderes Format. Das nennt sich Regal oder Tonne. Und das habt ihr ja auch schon gesehen auf meinem Kanal, wer schon lange dabei ist. So, wir quatschen mal Ori an. Hey du. Was machst du hier? Dafür sorgen, dass keiner an die Austauschstelle rankommt. Vor allem nicht die Halsabschneider aus dem neuen Lager. Du bist der Neue, den sie heute reingeworfen haben, nicht? Sieht so aus. Dann solltest du wissen, dass du dich vor den Typen aus dem neuen Lager in Acht nehmen musst. Ich arbeite fürs alte Lager. Genau wie alle anderen, die du an der Austauschstelle gesehen hast. Du hast schon mit Diego geredet, nehme ich an. Nein. Dann solltest du das tun. Er kümmert sich um die Neuen. Ja, er weiß viele Dinge über die Kolonie, die für einen Neuen sehr wichtig sein können. Warum sollte ich mich vor dem neuen Lager in Acht nehmen? Verglichen mit dem neuen Lager ist das alte Lager ein ruhiger und friedlicher Ort. Das neue Lager bekommt keine Waren aus der Außenwelt. Die meisten Banditen klauen sich zusammen, was sie zum Leben brauchen. Und das alte Lager? Die Erzbarone haben alles unter Kontrolle. Unter ihnen stehen die Gardisten, unter denen wiederum stehen die Schatten. Ganz am Ende kommen die Butler. Butler ist jeder, der hier ankommt. Wenn du was Besseres werden willst, musst du als erstes bei den Schatten aufgenommen werden. Als ich ans Ufer gespült wurde, hat mich einer von den Typen mit einem Schlag ins Gesicht begrüßt. Das machen sie mit jedem Neuen. Sie nennen es die Taufe. Habt ihr im alten Lager noch mehr so nette Leute? Es gibt schon einige Schweine, aber solange du dein Schutzgeld zahlst, kann dir nichts passieren. Ich habe gesehen, wie sie eine Frau zusammen mit den Waren reingeschickt haben. Ja, die Erzbarone bekommen alles, was sie wollen. Du meinst, der König tauscht Erz gegen Frauen? Sie sind natürlich auch verurteilte Gefangene. Aber wenn Gomez sie nicht angefordert hätte, säßen sie in irgendwelchen Kerkern. Bin mir nicht sicher, was schlimmer ist. Ich suche eine Waffe. Bei der verlassenen Mine weiter hinten im Canyon müsstest du alte Waffen finden. Aber mach bloß nicht den Fehler und zieh mit einer rostigen Spitzhacke in den Krieg. Die Dinger sind schwer und langsam. Ein ungeübter Kämpfer sollte sie nur im Notfall benutzen. Sieh zu, dass du heil zum alten Lager kommst. So, das ist so ein bisschen die Einführung von Gothic. Wichtig ist natürlich, dass wir mit den Leuten reden. Es ist halt ein Rollenspiel, immer noch. Und, ja, das gehört einfach zu Gothic dazu, dieses ganze Rumgesülze. Aber gut, das ist auch, wie gesagt, wichtig. Nur so erfährt man, was Sache ist. So, holt man erstmal hier eine Truhe leer. Ja, alles mit. So. Ich weiß noch nicht, wofür diese Münzen sind, aber okay. Ich kann noch hier einen Becher noch. Alles mitnehmen, was er findet. Man kann sich das auch hervorheben lassen. Hier ist eine Spitzhacke.
Und, aber das mache ich halt nicht, weil genau das ist das, was mich eigentlich ankotzt an den neueren Spielen. Weil in den Gothic gab es das nicht. Also Gothic ist eine sehr raue Welt. Hart und ohne Konsequenz, oder nicht ohne, also hart mit Konsequenzen, so wo ich sagen, Mensch, vielleicht schon ein Lavafehler hier. Warte mal, der hat noch ein Schwert, ein rostiges Schwert. Und immer schön speichern. F5. Und dann werden wir mal das Schwert ausrüsten hier. Weil wir müssen das Viech mal killen da hinten. Da habe ich gerade mal Bock drauf. Also am Anfang ist man noch nicht so gut unterwegs mit einer Waffe. So, er ist weg. Na, steck wieder ein. Nimm das Fleisch. Dankeschön. Oh, da war ein kleiner Bug. Mal Reisschnapsen noch ein bisschen. Ja, also es geht auf jeden Fall darum, die Welt zu erkunden. Dass man ja nichts vergisst hier. Ich sagte vorhin, ihr werdet das in 4K sehen. Ja, die Mod hat auch 4K-Modus. Also ich habe hier auch 4K an, deswegen sieht es auch so hübsch aus hier. Natürlich ist das Spiel schon sehr alt, aber trotzdem durch die Unreal Mod sieht das sehr, sehr hübsch aus. Also es lohnt sich auf jeden Fall mit der Unreal Mod nochmal durchzustarten, wer Gothic von damals noch kennt. Lohnt sich auf jeden Fall. Und die Folgen werden immer so 20 Minuten gehen. Zu eurer Info. Ja. Und dann schlage ich mich hier mal durch. Wir gehen dann erst noch zum alten Lager. Ich überlege mir unterwegs dann noch, auf was ich skillen werde. Obwohl, warte mal, hier vorne lag auch noch ein Schwert. Ne? Da ist noch ein Schwert. Das glaube ich besser. Das, was ich jetzt habe. Genau. Das hat nämlich 12 Schaden. Und das andere hatte nur 10 Schaden. Aber ich kann natürlich nicht unendlich hoch die Schwerter tragen, ohne Stärke zu skillen und so weiter. Dasselbe gilt für Bögen, Magie und solche Sachen. Was hat einen gegeben hier? Tiere und so weiter sind natürlich unheimlich tödlich. Jetzt so am Anfang ist das noch nicht so die Welt. Später werden die richtig brutal tödlich. Also ich spiele das hier nicht nur für die alten Veteranen, ne? Also, sondern auch für die Leute, die an denen damals Gothic vorbeigegangen ist. So, dann schauen wir mal. Da ist der nächste. Aber ich glaube, ich werde mal erst was... Ich kann nichts, doch hier Bären haben wir. Vielleicht kann ich ja noch nicht essen. Speichern wir nochmal. Immer schön speichern vorm Kampf, wichtig. Eingekesselt hier. Junge, kann ich nicht mehr raus hier. Irgendwie ist das ein bisschen buggy hier. Ich weiß nicht, was das soll. Habe ich vorher nicht gehabt. Na gut. Wir gehen hier runter. Das sind ja noch junge Scavenger und so. Die sind auch recht harmlos alle. Also hier am Anfang gibt es doch recht harmlose Viecher. Mehr oder weniger. Ihr seht, die machen auch schon gut Schaden, ne? Immer darauf achten, wenn ihr irgendwo vorbeiläuft, kommt hier immer so ein kleines Icon, habt ihr schon gesehen. Da ist es, wilde Beere, Immer drauf achten. Ich übersehe das sowieso dauernd. Ja, dann könnt ihr mir mal erzählen, was ihr so von Gothic haltet, wie ihr Gothic findet. Habt ihr das früher auch gespielt? Und würdet ihr euch das nochmal antun, hier in der Unreal Beta Mod nochmal zu spielen? Also wie gesagt, ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Hey du! Was willst du? Dich warnen. Wenn du hier weitergehst, kommst du in unser Jagdgebiet. Was jagt ihr denn so? Meistens Scavenger. Sie geben eine Menge Fleisch ab. Außerdem sind sie nicht so schwer zur Strecke zu bringen, wenn man weiß wie. So? Und wie? Frag meinen Freund Drax hier. Der weiß über solche Sachen besser Bescheid als ich. Was ist an diesem Gebiet so gefährlich? Du bist gerade angekommen, was? In der Kolonie gibt es unterschiedlich gefährliche Gebiete. Auf den Wegen zwischen den Lagern ist es einigermaßen sicher, aber auch dort kannst du ein paar Wölfen begegnen, die dich als leichte Beute sehen werden. Und genau das bist du auch, bis du geeignete Waffen und Rüstung hast. Wo kriege ich bessere Ausrüstung her? Der nächste Ort ist das alte Lager. Du musst nur dem Weg folgen, den du gekommen bist.
Aber bei uns, im neuen Lager, bekommst du die Sachen billiger, wenn du die richtigen Leute kennst. Wenn du ins alte Lager gehst, frag nach Mordrak. Er ist einer von uns. Er verkauft gute Ware für wenig Erz. Erzähl mir mehr über die Gebiete der Kolonie. Wenn du zwischen den Lagern reist, solltest du eine Karte haben. So kannst du die Verbindungswege von den Sackgassen unterscheiden. Die Sackgassen führen dich oft in gefährliche Schluchten, in denen du Kreaturen begegnen wirst, denen du am Anfang besser aus dem Weg gehst. Meide alte Ruinen, die Gegend hier ist voll davon. Die meisten sind alte Befestigungen aus dem ersten Orkkrieg oder verlassene Orkbehausungen. In diesen Ruinen treiben sich oft Orks herum oder Schlimmeres. Vor allem nachts würde ich diese Plätze meiden. Und wenn du noch einen letzten Tipp willst, geh nicht in den Wald. Wo kriege ich eine Karte her? Frag im alten Lager herum, ich glaube, da gibt es einen Kartenzeichner. Vielleicht kannst du ihm ja eine seiner Karten klauen. Wenn du es schaffst, bring mir eine mit. Wenn ich rankomme, ohne zu bezahlen, bringe ich mit, so viel ich tragen kann. Du gefällst mir. Du solltest dir überlegen, zu uns ins neue Lager zu kommen. Wenn du mal da bist, frag nach Lares. Er kümmert sich um die Neuen. Er hat bestimmt was zu tun für dich. Danke für die Hilfe. Glaub bloß nicht, dass hier alle so nett zu dir sind, Kleiner. Ist zwar nicht viel zu holen bei einem Neuen, aber einige hier würden dir sogar für eine alte Spitzhacke die Seele aus dem Leib prügeln. Werd's mir merken. Ihr jagt hier, richtig? Sieht so aus. Was willst du? Hast du ein paar Tipps für die Jagd? Ich könnte dir schon was beibringen, aber alles hat seinen Preis. Und der wäre? Für den Anfang reicht ein ordentlicher Schluck Bier. Danach sehen wir weiter. Hier, nimm ein Bier und erzähl mir was übers Jagen. Scavenger, so nennen wir die großen Vögel, greift man am besten einzeln an. Du kannst einzelne Scavenger leicht aus dem Rudel locken. Wenn du ihnen zu nahe kommst, reagieren sie gereizt. Nach einer Weile stürmen sie dann auf dich los. Du solltest zu diesem Zeitpunkt schon mit erhobener Waffe warten. Wenn du gut bist und ihn triffst, bevor er dich trifft, heißt es dranbleiben. Dann kannst du das Vieh besiegen, ohne einen Kratzer abzubekommen. Wenn es dich zuerst trifft, nun ja, pass einfach auf, dass es dich nicht zuerst trifft. Was kannst du mir noch über die Jagd beibringen? Eine ganze Menge, aber das wird dich mehr kosten als nur ein Bier. Wenn du weißt wie, kannst du den Viechern Zähne, Haut oder Krallen abziehen. An die Sachen ist schwer ranzukommen, also sind sie wertvoll. Zumindest wird jeder Händler diese Dinge mit dir tauschen. Du verlangst verdammt viel für dein Wissen. Mag sein, aber du kannst eine Menge Erz damit verdienen. Alle Tiere, die du tötest, ohne zu wissen, wie man sie vernünftig ausschlachtet, werden einfach verwesen. Das ist eine verschwendete Gelegenheit, ihnen das Fell abzuziehen und teuer zu verkaufen. Wenn ich du wäre, würde ich mir dieses Wissen so schnell wie möglich aneignen. So, das ist so ein bisschen die Einführung gewesen. Jetzt geht das Spiel so langsam erst richtig los. Wir gehen jetzt zum alten Lager. Da müssen wir nochmal an 2 Torwachen oder 2 Brückenwächter nochmal vorbei. Hier können wir uns noch ein paar Scavengers abgreifen und so weiter, die noch killen, um Punkte zu machen. Was macht ihr hier? Wonach sieht's denn aus? Wir bewachen die Brücke. Wir passen auf, dass keine Viecher über die Brücke kommen. Hast du irgendwelche Tipps für mich? Ja, geh nicht allein in den Wald. Es sei denn, du bist stark genug, gegen die ganzen Viecher anzukommen. Sieh zu, dass du zum alten Lager kommst. Sie halten schon eine Spitzhacke für dich bereit. Hi, ich bin neu hier. Schön für dich. Ist das da hinten das alte Lager? Nein, das ist das neue Lager. Das alte Lager liegt unter der Brücke. Ja, auch richtig geil bei dem Spiel Ruhrpott-Humor. Richtig schön dreckiger Ruhrpott-Humor. Dann werden wir uns jetzt mal aufmachen zum alten Lager da vorne. Da sind wir nämlich schon.